Und zugeschaltet ist jetzt Manfred Weber, Spitzenkandidat der CSU zur Europawahl. Willkommen hier bei Welt. Hallo, grüß Gott, Frau Losch. Viele haben ja Sie vergangenes Mal gewählt, also 2019. Kommissionspräsident sind Sie aber dann nicht geworden, sondern Frau von der Leyen. Warum sollte sich denn jetzt noch einmal jemand für Sie entscheiden? Ja, wir treten mit einem klaren Programm an. Bei der Europawahl wird entschieden, wie das nächste Kapitel Europas ausschaut und wer die Mehrheiten hat. Und die Bürger müssen wissen, es wird kein Gesetz beschlossen, es wird kein Geld ausgegeben, ohne dass eine Mehrheit der Abgeordneten zustimmt. Und deswegen, wer dort sitzt in diesem Straßburger Parlament, ist verdammt wichtig für die Zukunft Deutschlands, für die Zukunft Europas. Das ist die Richtungsentscheidung, die ansteht. Und wir wollen, dass Europa die Brüsseler Ampel abgewählt wird, die beispielsweise das Verbrenner ausbeschlossen hat, also ideologisch Politik macht. Und wir wollen, dass Europa nicht in die Hand von Rechtsnationalisten fällt, von Neonazis fällt. Das ist unsere Position und dafür werben wir in der Schlussphase ein bürgerliches Europa. Allerdings haben ja gerade nach der letzten Wahl viele festgestellt, dass dann doch sehr viel ausgekungelt wird und dass das Europaparlament wenig mitzureden hatte bei der Wahl der Kommissionspräsidentin. Das Interesse ist dieses Mal noch deutlich geringer als vor 5 Jahren laut einer Forsa-Umfrage. Dabei dürfen jetzt zum ersten Mal auch 16-Jährige wählen. Sind Sie da nicht auch mit daran schuld, dass das Interesse so gering ist? Ja, beim letzten Mal ist Schaden an der Demokratie entstanden. Das ist überhaupt keine Frage. Ich war Kandidat, ich habe die Wahl gewonnen und dann haben Sozialdemokraten und Liberale im Parlament mich nicht unterstützt. Das war die Realität und ich warne deshalb davor, dass wir das wiederholen. Wir als Europäische Volkspartei haben eine klare Spitzenkandidatin, Ursula von der Leyen, und ich erwarte von allen, dass sie dann auch den Wahlgewinner, sollten wir am Sonntag die stärkste Partei werden, dass wir dann auch unterstützt werden. Alles andere würde massiven Schaden an der Demokratie verursachen und das erwarte ich von Olaf Scholz, das erwarte ich auch von Emmanuel Macron, dass sie klar anerkennen, wer Nummer 1 ist. Und darüber hinaus geht es um die Frage des Interesses für die Europawahl. Wir haben in den Niederlanden jetzt Gott sei Dank positive Zahlen. Die Wahlbeteiligung steigt. Auch in Deutschland gibt es unterschiedliche Umfragen dazu. Ich werbe für jede Stimme. Ich werbe dafür, dass die Menschen die Wahl ernst nehmen. Das Parlament ist das Machtzentrum Europas. Auch eine Kommissionspräsidentin von der Leyen musste im Parlament eine Mehrheit bekommen. Genauso wie ein deutscher Bundeskanzler im Bundestag eine Mehrheit braucht. Deshalb gibt es da überhaupt keine Zurückstufen des Parlaments. Wir sind gleichberechtigter Gesetzgeber. Also bitte an die Bürger, nehmen Sie den Wahltermin ernst, gehen Sie zur Wahl. Schaden für die Demokratie befürchten viele aber auch von den Rechtsaußenparteien in Europa, die zumindest laut den Umfragen, auch wenn es jetzt in den Niederlanden anders ausgegangen ist, dann doch deutliche Zuwächse erwarten können. Und es gibt ja viel Kritik an Frau von der Leyen, weil die sich möglicherweise dann auch mit Stimmen aus der Fraktion der EKR, also der Rechtsaußenfraktion, wählen lassen würde. Sie selber, Sie, Manfred Weber, verstehen sich ja als Brückenbauer und sagen auch ausdrücklich, dass Sie Melonis Partei Postfaschisten eben für eine konservative Partei halten. Wird da der Brückenbauer vielleicht zu demjenigen, der die Brandmauer nach rechts einreißt? Unsere Brandmauer steht. Ich habe als Parteichef der Europäischen Volkspartei klar definiert, dass wir nur zusammenarbeiten mit Parteien, die pro Europa sind, die Europa unterstützen, die pro Ukraine sind, die Ukraine in der Zeit mittragen und sie stärken und die pro Rechtsstaat sind, also die nicht die Bürgerrechte in Europa rückabwickeln und abbauen wollen. Und das schließt jede Zusammenarbeit mit Orban, Le Pen aus und vor allem mit unserer deutschen AfD. Man muss ja sehen, die AfD ist in Europa isoliert. Sie ist jetzt aus der rechtsradikalen Fraktion, ist die AfD rausgeworfen worden, weil sie unter den Radikalen zu den radikalsten zählt. Und deswegen ist jede Stimme für die AfD eine Stimme gegen den deutschen Wohlstand, gegen die deutsche Verankerung in einem friedlichen Europa. Und das ist die Brandmauer, die bei uns steht. Übrigens als Christsozialer, als Christdemokrat sage ich, dieses Europa ist von Adenauer, Strauß, von Kohl, von Theo Weigel, Angela Merkel aufgebaut worden. Mühsam, Schritt für Schritt. Das ist nicht perfekt, aber es ist das beste Europa, in dem wir jemals gelebt haben. Und deswegen stehen wir in der ersten Reihe gegen Höcke. Wenn der sagt, dieses Europa muss sterben, werden wir unser christdemokratisch-christsoziales Europa verteidigen. Allerdings haben Sie sich ja lange dagegen gesträubt oder zumindest gezögert, die Fidesz, die ungarische Partei, auszuschließen aus Ihrer Fraktion, obwohl die ja eher als Rechtsstaatverächter gelten. Und rechtsstaatliche Prinzipien sind ja jetzt auch gefragt, wenn es darum geht, die Migration einzudämmen. Die EU möchte jetzt in Drittstaaten Asylzentren errichten, in Drittstaaten, die eben die rechtsstaatlichen Prinzipien einhalten. Aber welche Drittstaaten sind das denn und welche von diesen Drittstaaten wären dann auch bereit, tatsächlich ein solches Aufnahmezentrum aufzunehmen? Frau Losch, das sind genau die Themen, wie wir den Rechtspopulismus stoppen können, indem wir jetzt endlich Probleme lösen. Die Menschen sind es leid, dass wir über Migration seit 8 Jahren streiten und reden. Sie wollen Lösungen.
Und im Europäischen Parlament haben wir jetzt vor 8 Wochen ein Gesetzespaket, Gesetze, wie gesagt, auf den Weg gebracht, die an der Außengrenze für Ordnung sorgen. Dort werden Camps eingerichtet, geschlossene Anlagen, wo Flüchtlinge zunächst hingebracht werden. Und dort wird dann in 4 Wochen entschieden, maximal 4 Wochen entschieden, gibt es eine Bleibeperspektive oder nicht. Wir wollen weiter helfen. Asyl- und Genfer Flüchtlingskonvention bleiben die Grundrechte Europas. Aber an der Außengrenze muss der Staat entscheiden, wer reinkommt und nicht die Schlepperbanden entscheiden, wer reinkommt. Das haben wir jetzt in Europa entschieden. Es ist also was passiert. Es wird nicht nur geredet, sondern es ist auch was passiert. Auch die Zahlen gehen bereits zurück in Österreich, in anderen Bereichen. Und wir haben auch Rückführungsabkommen mit Tunesien, Ägypten und dem Libanon jetzt abgeschlossen. Als Europäische Volkspartei führen wir diesen Prozess. Die Sozialdemokraten kritisieren das beispielsweise. Sie wollen diese Abkommen mit Tunesien nicht machen. Wir wollen sie machen, weil es ja gar keine Alternative, also Zusammenarbeit mit unseren direkten Nachbarn gibt, um die Flüchtlingsfragen humanitär ordentlich zu lösen. Aber also Herr Weber, gerade in Tunesien, und das ist ja nur ein Beispiel, gibt es ja deutliche Kritik, wie dort eben mit diesen Migranten umgegangen wird. Da gibt es Berichte davon, dass die in der Wüste ausgesetzt werden oder auch sonst wirklich misshandelt werden. Ist das der EU dann recht und billig, um die eigenen Grenzen zu schützen? Es gibt doch überhaupt keine sinnvolle Alternative, als solche Probleme in einem Grenzraum mit unseren Nachbarn zu besprechen. Und das ist das, was wir machen. Wir lösen die Fragen, indem wir mit dem tunesischen Staatspräsidenten ins Gespräch kommen. Und wenn dann der sozialdemokratische Spitzenkandidat für die Europawahl sagt, er will diese Abkommen nicht, ja, dann muss er beantworten, wie er es dann lösen will. Es kann ja nicht sein, dass Europa alle Türen aufmacht. Das kann ja auch keine Lösung sein. Deswegen, wir stehen für Humanität zu den Prinzipien Asyl- und Genfer Flüchtlingskonvention. Und wir stehen aber auch für Ordnung. An der Außengrenze endlich dafür sorgen, dass die nicht einreisen dürfen, auch nicht einreisen. Wenn wir das lösen, dann ist es die beste Methode gegen AfD, Le Pen und Orban, weil die profitieren von den Problemen. Und ich sage nochmal deutlich dazu, wir lösen die Probleme aktuell. Sagt Manfred Weber, CSU-Spitzenkandidat für die Europawahl. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.